Ich bin Erik Spiekermann und wir sind hier in meiner typografischen Buchdruckwerkstatt in Schöneberg, Berlin. Was bin ich? Ich bin abgebrochener Kunsthistoriker, abgebrochener Architekturhistoriker, abgebrochener Schriftsetzer und habe Grafikdesign nie gelernt, aber seit 50 Jahren praktiziert. Ich bin also ein, wie soll man sagen, staatlich geprüfter Autodidakt, habe ich immer gesagt. Und was wahrscheinlich die meisten im EDZ wissen, ich bin Gründer von Metadesign 1979, also der einzige überlebende Gründer von damals. Danach habe ich Fontshop gegründet, Ende 89, also der erste Versand für digitale Schriften. Dann Metadesign wurde ja recht groß im Laufe der Jahre. Ich bin dann 2001 raus, weil es eben so bürokratisch wurde. Und habe dann wieder ein Büro angefangen, was sich ein paar Mal gehäutet hat und jetzt als Eden Spiekermann immer noch existiert. Und zwar hier die Straße rüber im ehemaligen Tagesspiegelgebäude an der Potsdamer Straße. Einige wissen, dass ich mit Metadesign 1990 angefangen habe, die damals neu wiedervereinte Stadt zu beschildern. Wir haben das Erscheinungsbild, das Fahrgastinformationssystem der BVG damals gemacht. Ich hatte in den 80er Jahren immer schon Eingaben an die BVG gemacht, bin hin, bin rausgeflogen, hatte so eine Art von Hausverbot, weil ich ihnen immer gezeigt habe, wie es aussah, nämlich schrecklich. Also ich habe in deren Realität gespiegelt mit meinen Bildern und gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein? Und naja, wie auch immer, sie haben es nicht verstanden. Und es war aber so mein Lieblingsding, ich dachte, in der Stadt, in der ich wohne, ist so ein fürchterliches Leitsystem für die öffentlichen Verkehre, die ja gut sind. Ich war nie so ein überzeugter Autofahrer, sondern bin gerne BVG gefahren und natürlich auch Fahrrad. Und das hat mich wahnsinnig gewurmt. Das war so eine es war keine Akquise eigentlich. Ich habe dir nur gesagt, das sieht so scheiße aus, das muss man noch besser machen können. Hatte jahrelang immer irgendwie so kleine Nebenjobs über Umwege, die mit der BVG zu tun hatten. Aber nie direkt, bis dann die Wende kam. Und dann, wir wissen ja, was passiert ist. Von heute auf morgen gab es eine Stadt aus zweien. Es gab 30.000 Leute in den beiden Betrieben insgesamt. Und die Ossis wussten nicht, wie es im Westen aussieht und umgekehrt. Also die U-Bahnen mussten dann plötzlich wieder fahren, die Ostbusse mussten in den Westen fahren, die Westbusse in den Osten. Das erste, was wir gemacht haben, waren die Karten für Fahrer. Die haben sie aufs Lenkrad gelegt, um zu wissen, wie komme ich von Indira Gandhi Busbahnhof nach Charlottenburg. Aber ich werde den Moment nicht vergessen, im April 1990, da waren wir gerade im Weinhaus Huth, heißt ja immer noch am Potsdamer Platz, da waren wir hingezogen. Im Herbst 1989 habe ich mir die Räume ausgeguckt. Keine Ahnung von der Wende. Und wir sind Weihnachten eingezogen, da war die Mauer ja eigentlich schon weg. Also sie war ja noch physisch da, direkt am Haus. Jedenfalls kamen die beiden Kollegen von der BVG, mit den beiden bin ich noch befreundet, aber noch zusammen. Und haben dann so ein bisschen rumgedruckst, so mit den Füßen geschart. Ja, Herr Spiekermann, wir wissen ja, in der Vergangenheit haben wir nicht immer Auge in Auge gesehen und ihr habt Probleme und und ich sah schon, da dachte, okay, ich weiß, was jetzt kommt. Aber da Sie ja schon so im Thema sind und wir hatten, glaube ich, damals, was weiß ich, 12, 20 Leute höchstens, sowas in der Größenordnung. Also wir waren kein großes Büro, für damalige Verhältnisse schon eher. Es gab ja keine großen Designbüros in Berlin, schon gar nicht, nicht vor der Wende. Und ja, können Sie sich vorstellen, eventuell, es gab so 47 Konjunktive, für uns daran zu arbeiten, ein einheitliches Informationssystem für die wiedervereinte Stadt zu gestalten. Weiß nicht, ob ich so cool war, wie ich mir das gedacht habe. Ich dachte, naja, doch, ich meine, ist ja schon ganz interessant so und gibt es dann auch Geld und Plan. Und habe dann mit den Füßen getampelt, unterm Tisch wahrscheinlich. Und habe gesagt, wir bereden das mal mit den Kollegen hier und dann sage ich Bescheid. Und da habe ich 3 Tage nicht geschlafen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist das Beste, was man einem machen kann. Es ist relevant, es ist eine tolle Aufgabe, es wird bezahlt, es ist in der Stadt, in der ich sowieso wohne, wo ich mich auskenne. Ich meine, nie wieder kommen alle Gegebenheiten so zusammen. Also ich glaube, viele Leute haben im Leben nicht so ein Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, das Richtige zu wissen. Also ich habe sozusagen mein Hobby oder meine Neigung zu diesen komplexen Informationssystemen zur Arbeit gemacht und wir haben dann angefangen damit und wir waren 94 durch. Auch wenn die Frage von dir nicht kommt, das muss ich einmal selber sagen. Also ich finde, ich habe den Nobelpreis dafür verdient, dass ich die BVG von beige auf gelb gebracht habe. Die Busse waren nämlich beige vorher. Und das hieß in der BZ immer der große Gelbe. Und dann habe ich irgendwann mal zu dem Vorstandsvorsitzenden gesagt, Herr Lorenzen, die sind beige, oder? Das ist Beamtengelb. Da dachte ich, Spiekermann, haben Sie eigentlich recht, was machen wir denn? Dann machen wir sie gelb.
das ist schon ein großer Teil der Stadt und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Es war nicht schwer. Ich meine, es lag auf der Hand, aber das haben wir hingekriegt. Diese Werkstatt ist, wie meine Frau so schön sagt, nicht die Art, schnell reich zu werden, sondern eine Art, langsam arm zu werden. Also ich investiere hier seit 10 Jahren mein Gespartes und dieses Gesparte ist jetzt zu Ende. Also ich war mal Millionär, jetzt bin ich es nicht mehr. Und deswegen, unter anderem haben wir gerade so ein Fundraising laufen, aber im Prinzip ist das hier mein Hobby, aber mit einer Mission, nämlich dem rasenden Glaswischen Einhalt zu gebieten und Leute daran zu erinnern, dass wir mit der Hand arbeiten sollten, langsam, mit reduzierten Mitteln. Und das Motto ist natürlich von Kant, wen kann man besser wählen, nämlich die Hand ist das Fenster zum Geist. Und also das Anfassen ist mein Anliegen und das ist ja durchaus dem ETZ nicht fremd, dass Gestaltung auch was mit Emotionen zu tun hat, mit Anfassen, nicht nur mit immateriellen Wischen auf Glasscheiben. Ja, also ETZ, ich glaube, ich bin 1976 oder 77 eingetreten, wenn ich mich recht entsinne. Mein Kollege Ferdinand, das war mein jüngster Kollege, mein Kollege Florian Fischer, mit dem ich 90 auf Meter Design gegründet habe, der war entweder Mitglied oder war involviert. Und François Burkhardt, den hatte ich kennengelernt, weil ich im gleichen Haus mal gewohnt habe in der Wielandstraße. Der war damals Vorsitzender oder Geschäftsführer. Und ich bin dann so mit meinem Bewusstsein da rein, vor allen Dingen, weil ich als damals zwar selbst erschaffener, aber als Grafiker in so einer Minderheit war. Das EDZ war schon, wie auch der Rat für Formgebung, sehr vom Produktdesign. Also Design waren Möbel und Lampen und so Kram oder Autos. Und ich dachte als kleiner Kommunikationsdesigner, hallo, machen ja auch was, ist ja auch nicht unwichtig. Und das war so meine Botschaft, als ich damit anfing das war in den 90er Jahren, die Grafiker war so, wie mein Architekt zu mir sagte, Grafiker kennt man nicht, die hat man. Also wir waren so eine untere Form von so am Rande zwischen Werbung und PR, was ja auch zum Teil gestimmt hat. Aber dass Grafiker eben sowas machen können wie ein Leitsystem für die BVG, war nicht auf dem Schirm. Ist es ja heute noch nicht so richtig. Jetzt ist ja mit UI, UX das sowieso alles ein bisschen fließend geworden. Aber das war der Grund für mich damals im EDZ zu engagieren, abgesehen davon eben hier in Berlin uns gemeinsam darzustellen, auch vielleicht was zu erreichen bei den Staatsstellen. Ich glaube, da haben wir auch eine ganze Menge auf die Reihe gekriegt. Also das EDZ ist schon eine Institution, ohne die ich mir Berlin gar nicht vorstellen kann. Also EDZ ist mir immer noch lieb und teuer. Teuer glaube ich nicht mehr, aber lieb. Es gibt ein berühmtes Buch von Richard Sennett, The Craftsman, der Handwerker. Ist noch männlich gehalten, weil es schon ein bisschen älter ist. Und das haben wir gerade neu aufgelegt in einer Letterpress, in einer Buchdruckversion. Und das ist sozusagen die Bibel, nach der ich eigentlich immer schon lebe. Es geht eben darum, dass wir eben Sachen mit der Hand machen, ob das Instrumentenbau ist oder Goldschmied, wie auch immer. Und dass es da eine Art der Kulturvermittlung ist, die man nicht ersetzen kann. Allein der Prozess, dass man was selber macht. Das kann auch ein Bäcker sein, also Brotbacken und sowas. Das alleine trägt wesentlich zu unserer Kultur bei. Und wenn das ausstirbt, also auch die Kenntnisse, wie man was macht, dann sind wir fürchterlich arm. Und er hat wahnsinnig viele Geschichten, wo das herkommt. Und am Ende für mich der Kernsatz, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch wörtlich heißt, ich habe jetzt nur die englische Version im Kopf, also ein Gegenstand, egal jetzt ob ein physischer Gegenstand oder ein Gegenstand für den geistigen Gebrauch, also ein Buch oder sowas, ist erfüllt von dem Prozess, mit dem er hergestellt ist. Also man merkt es einem Gegenstand an, also man merkt es einem Brot an, ob es in der Fabrik aus der Retorte gefallen ist oder ob ein Bäcker das in der Hand gehabt hat. Auch wenn man es nicht weiß, aber irgendwie merkt man es. Man merkt es nicht bei allen Sachen gleich, aber Marianne, wie auch immer, diese Botschaft ist für mich das, nicht im nostalgischen Sinne, aber dass wir wieder lernen müssen, mit wenigen Mitteln langsam Sachen zu arbeiten. Und dafür mich das wichtigste Wort ist begreifen. Nicht umsonst ist es im Deutschen das gleiche Wort für anfassen und für verstehen. Jedes Baby fasst an, steckt im Mund und hat etwas begriffen. Und sind wir gerade dabei zu verlieren, weil also ich sehe das ja an jeder Straßenecke, die Leute mit Kopfhörern und Sonnenbrille und Handy vor der Nase über die rote Ampel rennen. Da denke ich, die Evolution dreht sich gerade zurück, weil da ist der Lebenswille ist einfach weg, weil man denkt ja, man lebt da, aber man lebt ja nicht da.
Aber ich sehe immer mehr Leute, die wirklich in dem Bildschirm leben. Und ich bin nun ein Early Adapter und habe natürlich eines der ersten iPhones gehabt und 1985 meinen ersten Mac gekauft. Ich bin kein Bilderstürmer. Aber ich sehe da eine Riesengefahr, dass diese Realitätsfernheit, die da rauskommt, oder Realitätsfremdheit, wie man das heißt, dass die schon ziemlich gefährlich ist. Und das ist mir schon ein Anliegen, dass wir einfach grundsätzlich darüber nachdenken, dass wir wieder ein bisschen, nicht jeden Tag, aber mal hin und wieder uns mal was mit den Händen machen, sehen, wie das aussieht, wenn wir was selber gemacht haben, mit wenig Materialien. Und das ist sozusagen die Missionsabsicht hier hinter dieser Verlangsamung. Und ich glaube, ich bin da durchaus einem Trend auf der Spur oder sogar etwas davor. Das wird immer mehr von Leuten beredet, nicht unbedingt von Kulturpessimisten, dass wir wieder ein bisschen uns besinnen sollten darauf, dass wir Menschen sind und nicht Avatare. Die kommen noch genug.